Winter is coming, kommt mir immer in den Sinn. Daran geht nichts vorbei. Und ich habe es beim Einstieg schon gesagt, du bist jetzt schon über 4 Jahre dran, dich mit den Informationen nach Angela William zu heilen. Du hast schon mega Fortschritte gemacht. Wie? 5 Jahre sind es am 8. 5 Jahre unterdessen. Mega. Genau. Also, ja, ich denke, du bist die ich kenne, die jetzt am allerlängsten unterwegs ist und da einfach einen mega Wissensschatz hat. Und ich freue mich total jetzt auf diesen persönlichen Austausch, was unsere Gedanken dazu sind, ja, zu den ganzen Viren und was alles herumfleucht und keucht. Wir haben ja beide 2 Kinder, das heißt, da wird auch einiges von der Schule mitgebracht. Was sagst du, ist dir am allerwichtigsten jetzt für die Zeit, die auf uns zukommt? Ja, das Allerwichtigste ist natürlich immer, was wir in diesem Moment machen können, oder? Also wir wissen ja so ein bisschen, also zum einen hören wir das, was läuft gerade in der Welt, was ist gerade aktuell, zum anderen hören wir natürlich auch die Lives von Anthony, oder? Und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, als jetzt dieser Tag heute anzufangen, einfach ja verschiedene Tools zu nutzen, sage ich mal, um unseren Körper zu stärken. Genau, ja. Bei dir ist es ja auch so wie bei mir, dass wir die Morgenroutine und die Ernährung ja sowieso machen. Und ich denke, für all die, das wollte ich nämlich heute noch sagen, für all die, die jetzt eine Sommerpause eingelegt haben, was ich total verstehen kann, weil durch den Sommer durch ist der Sellerie echt schrecklich. Und teuer, leider. Schrecklich und teuer, genau. Für all die auch soll dieses Video hier wieder eine Ermutigung sein, vielleicht einzusteigen und zu sagen, okay, ich habe da ein paar Tools, die mein Immunsystem wirklich unterstützen. Bei uns hat der Herbst jetzt am Sonntag angefangen, also so, dass man es so richtig gespürt hat. Und gleichzeitig schmeckt der Sellerie auch wieder viel besser. Ich finde es so geil. Das stimmt. Und man braucht nicht mehr so viel Stauden, oder? Weil im Sommer finde ich immer für einen halben Liter braucht man, keine Ahnung, schon 4 Stauden für einen halben Liter. Das stimmt schon, jetzt wieder besser. Ja, genau. Ja. Also für all die wieder einsteigen wollen im Sellerie-Game, das ist die beste Jahreszeit, der Herbst, weil da der Sellerie wieder schön hellgrün und knackig und voller Wasser ist und viel ergiebiger. Genau, ja, wollen wir einfach starten, wie es bei uns ausschaut, wie wir das einfach machen, wie unsere Morgenroutine anschaut, dann was aussieht, dann was wir uns halten und was für uns auch so ein bisschen die antiviralen Gamechanger sind. Soll ich fangen oder magst du anfangen, Priscilla? Ja, fang gerne an. Soll ich gerade anfangen? Ja, also eben, wir leben nach Medical Medium, das heißt, unser Morgen, der schaut so ganz standardmäßig aus, sage ich mal, mit Zitronenwasser in der frühen halben Liter, mit dem Selleriesaft gefolgt, mit dem Schwermetall-Ausleitungs-Smoothie, den Heavy-Metal-Smoothie. Dann gibt es bei uns auch ganz viele antivirale Tees, gerade in der Früh schon, die ich dann vormittags ansetze. Was machen wir noch? Wir sind als Familie größtenteils fettfrei. Also ich sowieso, mein Mann auch und meine Kinder sind auch fettfrei. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Also wir müssen nicht, oder es kommt immer darauf an, wo auf unserer Heilungsreise wir stehen, wie wir das mit dem Fett handhaben. Aber das Fett ist halt einfach so, dass es den Sauerstoffgehalt in unserem Blut eben reduziert und das Sauerstoff ist ein natürliches antivirales Mittel, oder? Und das ist halt was wir nutzen können. Und wenn wir dann diese Zeitspanne, wo wir fettfrei sind, etwas erweitern, hat natürlich auch unser Körper eben diese höhere natürliche antivirale Komponente für sich, die wir eben wiederum auch nutzen dürfen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, genau. Und dann unser Tag. Wir essen den ganzen Tag ja ganz viel Obst, vieles rohes Obst und Gemüse. Das ist was ich immer für die Kinder draußen habe, oder das ist auch was Kinder lieben, wenn man das einfach immer dastehen hat und es auch am besten Fall schon aufgeschnitten ist und dann können die einfach immer wieder, sage ich mal, so ein Stück nehmen, weil Kinder machen das intuitiv ganz normal. Habe ich jetzt von meinen Kindern einfach gesehen, dass die immer fortwährend da irgendwie Sachen essen. Genau, und dann bei mir ist es so, ich bin größtenteils roh bis 3, 4.
Auch im Winter, also am Anfang ist mir das schwer gefallen, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist es so, dass ich mich so tatsächlich am besten fühle. Meine Familie aber nicht. Also die essen mittags auch schon, keine Ahnung, da gibt's bei uns Suppen oder irgendwie Kartoffelpuffer, keine Ahnung, Kichererbsennudeln, alles Mhm. Mögliche, gell? Ja, und eigentlich eben ist gar nicht so spannend, wie unser Tag sonst so aussieht. Am Abend essen wir warm, essen wir immer warm. Und genau, wirklich also ganz, ganz, ganz viel Obst und Gemüse. Das ist einfach das Rohe, das ist dieser Riesenfokus, das halt immer da ist. Also die Salatblätter, die auch immer auf dem Tisch stehen, die sich halt jemand einfach so nehmen kann. Ne, man denkt ja oft, so Salat müsste man immer angemacht als Dressing und so essen, aber man kann tatsächlich einfach Salatblätter rausstellen. Und das ist die Familie. So, immer wieder. Eine Mhm. Art und Weise, um auch das grüne Blattgemüse ein bisschen zu erhöhen und so. Ja. Ja, genau. Und bei euch, was ist denn bei euch so, Priscilla? Cool. Ey, ich fand gerade den Punkt so spannend, den du erwähnt hast mit dem Fett im Blut. Das war ja, ich habe vor 2 Wochen habe ich die Impffolge rausgebracht und da war die eine Studie, die ich aufgezählt habe, wo 1000 Ärzte ein halbes Jahr lang bei einer halben Million Menschen mit schweren Covid-Verläufen einfach eine Studie gemacht haben, was hat eigentlich dazu beigetragen und welche sind die High-Risk-Patienten. Und da war einfach der erste Punkt Fett im Blut. Und das ist halt mega krass, das ist so krass. Also was tun wir unseren Organen an, wenn zu viel Fett im Blut ist? Eben der Sauerstofftransport findet nicht statt und unsere Organe brauchen Sauerstoff. Das ist einfach das A und O. Und diese antivirale Komponente, die der Sauerstoff hat, das ist so ein wichtiger Punkt und geht so schnell verloren, weil das einfach 1:1 verknüpft ist mit unserer Ernährung. Weil wie kommt sonst Fett in unser Blut? Nicht indem wir Fett anschauen, also wenn wir es konsumieren. Ja, mega, mega wichtig und auch so schwer, weil gerade in den Wintermonaten wir eigentlich kulturell geprägt sind, dass dann eigentlich unsere fettige Zeit kommt. Also es wird dann, also der Weihnachtsbraten oder schon nur der Turkey beim Thanksgiving-Fest oder die Schoki. Also alles ist eigentlich sehr, sehr fettlastig. Das heißt, es braucht da schon eigentlich so eine innere Umstellung. Das ist gar nicht so leicht, wenn man von dieser Prägung kommt. Oder auch gerade wir als Schweizer, sobald es Winter wird mit dem Fondue und Raclette, ich meine, das trieft alles von Fett. Und da diese Aufmerksamkeit zu entwickeln und zu sagen, ah, okay, in diesen Monaten, wo wir anfälliger sind für Infekte, da dann zu schauen, das Fett zu reduzieren, das ist nicht im Volksmunde, sagen wir es mal so. Das sagt dir nicht die Großmutter. Genau. Ah ja, bevor das dann noch weggeht, da kam dann noch die T-Frage. Da gehen wir dann noch drauf ein. Wir gehen noch auf die T-Frage auch ein und die Nahrungsergänzungsmittel. Genau, also Daniela, vielen Dank. Du hast es schön zusammengefasst, wie das so ernährungstechnisch bei euch ausschaut. Wir sind nicht so streng unterwegs, also ich kann nicht von fettfrei sprechen bei der Familie Bucher. Wir machen im Moment, also ich mache ja seit bald 3 Jahren die Ernährung nach Anthony William. Und die Morgenroutine ist, wie du es erzählt hast, eben Zitronenwasser, Selleriesaft, Heavy Metal Detox Smoothie und dann später dann Mittagessen. Je nach Zyklus bei mir dann zwischendrin noch was, Banane, Apfel, was auch immer. Der Jonas macht das auch mit. Die Kinder von uns, die hatten ein Jahr lang Selleriesaft getrunken, dann komplett die Schnauze voll. Jetzt, aber der Heavy Metal Detox Smoothie ist noch drin. Gerade beim Elisha mit Autismus ist es einfach so etwas, ja, da, da kann er nicht mit mir diskutieren. So, und meine Kinder, die sind ja auch Teenager. Also da mache ich vielleicht auch mal noch ein Video drüber. Das ist auch so eine Lebensphase, wo sie mit dem Taschengeld schon unterwegs sind und ja, es nicht mehr ganz so nur im Nest das Essen gibt oder Sachen bezogen werden. Das macht dann nochmal ein ganz anderes Thema auf. Für mich, ich koche dann auch immer Mittagessen und Abendessen nach Anthony William, aber es ist nicht fettfrei. Ich würde sagen fettarm, aber nicht fettfrei und wir salzen auch. Genau.
Was wir auch ab und zu drin haben, ist Urdinkelnudeln für die Kinder und Jonas, wo ich dann immer zu den Kartoffeln greife. Genau, das ist so bei uns, wie es ausschaut. Und auch wie du gesagt hast, also mehr so Suppen. Aber ich und eigentlich auch die Kinder sind super happy mit Kartoffelgerichten oder Ofengemüse. Das ist immer etwas, was geht. Und da auch die verschiedenen Dips. Meine Tochter liebt zum Beispiel die Avocado-Dips, eben auch wieder nicht fettfrei, aber das ist so ein Highlight für sie, oder Hummus-Dips. Und da versuche ich immer mit verschiedenen Dips dann ihnen auch diese Auswahl zu lassen, dass sie das Gefühl haben, sie können da entscheiden, gerade so im Teenageralter, dass sie zu Sachen Nein sagen können. Das ist Das ja habe auch ich schon wichtig. auch. Das habe ich ja auch mit den Kleineren, so ist es Ach nicht. so, die Abnabelung, gell? Die fängt Ja, an. ja, die finde ich schon ganz früh, vor allem bei meiner Tochter statt, Halleluja. Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Schön. Ja, vielleicht soll ich da ganz kurz noch dazu sagen, eben wie du gerade, also vielleicht kam das gerade falsch rüber. Also meine Familie ist nicht komplett fettfrei. Nein, 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 das ist gar nicht so. Also wir sind einfach vormittags fettfrei, oder? Und bei den Kindern ist es auch immer, nicht immer so, oder? Ich versuche das. Wir machen die meisten Morgen geht es gut, aber wenn die mich mal fragen, Mama, kann ich ein Brot haben in die Schule? Und dann mache ich so Brot meistens mit Körner drin, dann kriegen die das auch. Das ist nicht, also bei den Kindern bin ich da auf gar keinen Fall irgendwie streng oder irgendwas, sondern es geht nicht um Strenges, sondern es geht eigentlich darum, ich versuche halt immer das Bestmöglichste für sie anzubieten, sozusagen. Das ist es eher, genau. Aber die haben auch Wochen, wo sie sagen, Sellerie auf gar keinen Fall. Es ist nicht immer, oder Kinder, es ist jeden Tag anders. Da muss man immer schauen, wo man steht und aber genau, was du auch gesagt hast, also auf jeden Fall den Heavy Metal Detox Smoothie, den haben sie auch immer drin. Auch wenn mein Sohn, der mag ihn nicht als Smoothie, da habe ich dann ja verschiedenste Methoden, um das irgendwie alles einzeln in ihn reinzuquetschen. Aber genau, also es ist nicht so, dass meine Kinder jetzt fettfrei sind. Es ist auch so, dass meine Kinder No Foods auch extern essen. Also wir haben auch damals gesagt, wir machen zu Hause ist es so und da setzen wir in einen guten Grundbau oder einen Ja, Grundstein. Aber extern ist extern, weil es ist genau das, was du gesagt hast. Also von meinem Bauchgefühl ist es dann so, dass die dann wahrscheinlich irgendwann mal 12, 13 sind und sagen, jetzt esse ich alles, was die Mama gesagt hat, ist nicht gut so ungefähr. Ja, ja, genau. Aber da so eine Balance. Aber das kommt ja immer ein bisschen auch drauf an, wo die Kinder stehen oder warum man es denn macht und was denn die Ausgangslage ist. ja. Ja, ich bin auch mega froh, dass sie das erste Jahr so gut mitgemacht haben und wir schon einfach so viele Erfolge erzielt hatten. Ja. Mega. Jetzt muss ich husten, gell? Das passt. Jetzt holst dir mal dein Thymianwasser. Dein Thymianwasser. Na, du. Oh, ich muss in die Küche. Ja, ich hatte ja meinen Infekt. Was war das jetzt? Wir hatten auch noch zusammen telefoniert. Irgendwie Ja. vor einem Monat schon. Und das Husten, das ist so hartnäckig, das ist echt fies. Ja, Kann manchmal anhängen, gell? ja, total. Möchtest du noch was zu dem Tee sagen, den du erwähnt hattest? Ja, also bei uns gibt's verschiedene Tees, die ich meistens alle vormittags mache. Also sicherlich mal den Hagebuttentee, oder? Der so ein ganz Mhm. wertvolles Vitamin C drin hat, den ich auch den Kindern gebe. Der ist super für die Kinder, die lieben das meistens, auch weil der so süßlich ist. Einfach muss man gucken, dass man den stark genug kriegt, weil oft in diesen Päckchen, wo man den so kaufen kann, ist der nicht so stark. Und man kann Mhm. den aktivieren eben durch frisch gepressten Orangensaft. Also das aktiviert so dieses Vitamin C. Genau, was die Hagebutte, was ja die Butte, manchmal weiß man das nicht, eben von der Rose die Knospe ist, genau. Da kommt die Mhm. Hagebutte her. Das ist auf jeden Fall was die ganze Familie trinkt. Dann, was ich vorhin schon erwähnt habe. Oh, hier seht ihr es. Das ist unsere, sieht man das? Ich bin leer. Ich bin leer. Da eben mal sagen, nimmst du. Das ist das Thymianwasser. Das habe ich mir schon so angewöhnt, das machen wir jetzt halt, keine Ahnung, Juli oder Juni, mache ich immer so eine Karaffe, die ich halt über Nacht ansetze und lasse die einfach über Nacht draußen stehen und dann können die alle trinken. Wenn die Kinder das nicht mögen, kann man das übrigens super mit ein bisschen Saft mischen, also wenn die diesen Thymian-Geschmack nicht mögen, genau, oder man kann auch einen Tee draus machen. Mit was für Saft mischst du den dann an? Mit Apfelsaft meistens.
Mhm. Genau. Dann hier habe ich Ingwertee. Ingwertee ist auch oder super antiviral, total Mhm. genial für die Jahreszeit. Und man kann mit ganz vielen antiviralen Tees arbeiten, von Zitronenmelisse-Tee oder Brennnesseltee. Ähm, Was haben wir noch gern? Brennnesseltee machen wir noch gerne. Das sind so Mhm. die Haupttees, würde ich mal sagen. Ja, Ja. was bei uns. Genau, also der Hagebuttentee, das ist der, den es jeden Tag gibt, jeden Tag in der Früh. Und der Zitronenmelisse-Tee, das ist den es jeden Abend gibt. Und das Thymianwasser gibt es immer wieder zwischendurch. Wie ist denn das bei euch? Ja, also bei uns ist der absolute Renner der Ingwertee, definitiv. Und wenn er dann nicht mehr so heiß ist mit viel Honig, aber Echt, und deine Kinder mögen den Ingwertee? ja, Wow, das machen ja. meine nicht. Ja, Die aber finden, eben, ich glaube, das macht wirklich das Alter aus dann. ja, Ja, meine finden es scharf. ja, ja, Was ich wenn auch, die Geschmacksknospen dann, ja, ja. Und ja, sonst ganz unterschiedlich. Ähm, Kamille mögen sie auch, Pfefferminze, also die klassischen Kindertees, würde ich sagen. Das Gegenteil vom Ingwer. Ja, genau. super. Ja, und ich Ja. glaube, was auch noch ganz gut dazu sagen ist, was du vorhin gesagt hast, mit dem, dass man im Winter eher dazu neigt, eben Fett zu wollen. Aber ich finde, es ist manchmal ganz gut hinzuschauen. Ist es das Fett, was wir wollen, oder ist es eigentlich diese Wärme und diese Erdung, die wir wollen, oder? Mhm. Und da finde ich, ist es manchmal ganz gut, wenn man das ausprobiert, zum Beispiel mit Ingwertee. Also gerade wenn man krank wird, ist es ja oft. Oder gerade wenn man krank wird, haben viele so dieses Gefühl, jetzt brauche ich so, ja, sag ich mal, wie die Omas, wie hieß die Omas, Hühnernudelsuppe oder irgendwas, sondern ich brauche sowas Deftiges und sowas, ja, Schweres. Mhm. In dem Moment mal zu probieren, ist es das oder ist es nicht vielleicht doch lieber der Ingwertee oder die Leber, nicht die Leberhalbrühe oder auch die Halbrühe oder so warme, erdende, kartoffelige Sachen. Und das funktioniert bei mir immer wunderbar, weil ich habe das auch, wenn ich krank werde. Und Mhm. dann wirkt sowas wie Ingwertee immer ganz gut, eben so. Mhm. Ja, so Ja, wärmend von innen, sag ich mal. ja, ja, mega wichtig. Ja, schön. Ja, genau. Und dann haben wir von Anthony William natürlich ganz viele Empfehlungen von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe mich am Anfang mich gar nicht so beeinflussen lassen von all den Nahrungsergänzungsmitteln, weil es auch eine finanzielle Frage war bei uns. Wir sind ja vor 4 Jahren erst zurück in die Schweiz gekommen, haben von null angefangen in die Selbstständigkeit. Und ich war ja sehr krank. Das heißt, wir hatten ein Gehalt und das auch nicht in der Festanstellung. Und ich hatte mich damals echt einfach auf den Selleriesaft und diesen Morgen konzentriert und das Weglassen der No-Foods. Und dann irgendwann habe ich schon gecheckt, Vitamin B12 wäre eigentlich wichtig als Veganerin. Und dann später ist dann mal Zink dazugekommen und L-Lysin. Unterdessen habe ich auch noch ein paar andere Sachen, aber mir ist es auch wichtig, dass ich das gleich am Anfang so sage, genau, dass sich das einfach nicht alle leisten können, eine Riesenpalette von Nahrungsergänzungsmitteln und dass es auch nicht darum geht. Ich denke, grundsätzlich ist es eben wichtig, was landet in unserem Verdauungstrakt, womit muss unser Blut, sprich unsere Organe arbeiten. Und dann ist schon mal sehr, sehr, sehr viel getan. Und auch Tees sind eine super kostengünstige Angelegenheit. Und nichtsdestotrotz wollen wir jetzt noch auf die Nahrungsergänzungsmittel eingehen, weil die, gerade wenn man merkt, ein Infekt rollt doch an, man da echt viel machen kann, bevor man dann irgendwie viel Geld für ja, andere Sachen ausgibt. Ja, was sind so deine Highlights, Daniela? Unsere Highlights, ja, also sicherlich, wie für alle ist es Zink, oder? Zink ist es. Ich glaube, man kann damit, was du ein bisschen gerade gesagt hast mit ja, mit dem finanziellen Teil, das ist auf jeden Fall so. Klar, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht günstig. Die, ja, gerade wenn man viel nimmt, größere Mengen oder auch da mehrere, das kann dann auch ganz schön ins Geld gehen. Aber deswegen glaube ich, ist es gut, wenn man vielleicht auch mal schaut, ja, was sind denn einfach so die wichtigsten, mal so die
sage ich mal, 3 wichtigsten oder so, die man nehmen kann. Und gleichzeitig aber auch nicht unterschätzt, dass einfach dieses reine Weglassen oder von diesen krankheitsfördernden oder ja, gesundheitsherausfordernden Lebensmitteln, sage ich jetzt, Sachen wie Eier, oder? Dass das ja auch so ein unglaublich riesen Meilenstein schon ist. Also das ist Ja. nicht zu unterschätzen. Also man denkt oft eben, was muss ich reinholen, damit es mir besser geht. Aber wenn ich das rausnehme, oder, dann muss ich auch nicht mehr so viel reinholen. Das ist auch ja, so von dieser Seite. Und gerade, ja, wenn man zum Beispiel die Eier weglassen kann, dann ist das unglaublich toll schon. Genau, aber jetzt zurück zu dem, was du gefragt hast. Genau, also auf jeden Fall Zink sicherlich, oder? Das ist das Wichtigste, einfach das Mineral, das wir einfach nicht mehr in unseren Böden haben und die meisten Menschen einfach einen Mangel dazu haben. Das für die Kinder, für uns, dann das B12 natürlich auch, was du vorhin schon erwähnt hast, wo wir auch von Anthony wissen, eben wir haben alle einen Mangel und es ist so extrem wichtig, oder, für unser Nervensystem, für unser Immunsystem. Das ist ein unglaublich tolles. Das würde ich mal sagen, wenn man zum Beispiel sagt, man hat nicht viel Geld und man möchte es niedrig halten, dass man zumindest diese 2 Sachen reinbringt, so als Basis und gleichzeitig eben die krankmachenden Lebensmittel weglässt. Dann sicherlich natürlich das Mikro-C, also das Vitamin C in Form von Ester-C, ist unglaublich toll, ein Antioxidant oder was wirklich unserem Immunsystem hilft. Dann können wir Sachen nehmen wie Zitronenmelisse, wo wir gerade schon gesprochen haben, als Tinktur. Man kann es eben aber auch total auch als Tee nehmen. Man kann es auch selber im Garten anbauen. Ich schaue gerade raus, das ist nämlich direkt vor mir und das finde ich wuchert zum Beispiel auch wahnsinnig, meine Zitronenmelisse, die jetzt auch immer noch gut nehmen kann für Tee. Also das ist auch eine Art und Weise, wie man sich dann behelfen kann, dass man eben auf die Tees umsteigt. Klar ist es nicht so konzentriert, das ist so, das geht gar nicht. Man muss von der Menge her könnte man das gar nicht so, aber es ist nicht trotzdem, es hilft trotzdem und das ist das, was wichtig ist, oder? Ja. Genau. Ja, und auch die Routine drin, dann macht man lieber wirklich jeden Tag sich diesen Zitronenmelisse-Tee und bleibt da dran über diese Wochen und Monate, als man kann sich mal 2 Wochen die hochdosiert leisten und dann gar nicht mehr. Also ich denke, die Routine ist auch ganz wichtig, dass unser Körper dann wirklich tiefgreifend damit arbeitet. Ja, und wir haben es trotzdem in uns, oder? Das ist auch das. Also das hat Anthony auch schon öfter gesagt. Und wenn wir nur einen Tropfen Zink vertragen, dann ist das besser als kein Tropfen Zink. Und genauso sehe ich das dann auch, wenn wir die Tees trinken, dann ist es besser, als wenn wir das gar nicht machen. Ja. Ja, genau. Soll ich jetzt einfach weitermachen, oder? Ja, ja. Okay. Du machst es super. Ah, gut. Aber ich will es von dir dann auch wissen, gell? Ja, genau. Dann gibt es natürlich, wie wir wissen, noch die Katzenkralle oder Cat's Claw. Das ist auch eines der höchst potentesten von Anthony besprochenen antiviralen Mittel, die wir auch entweder als Tinktur erhalten oder es gibt es auch als Tee. Also ich habe das am Anfang, habe ich nämlich Katzenkralle, ich glaube, für das erste Jahr als Tee getrunken. Macht die Zähne auch so ein bisschen braun, aber eben, es ist eine Möglichkeit. Oder ich würde es mit Strohhalm trinken, wenn ich das nochmal machen würde. Genau. Genau, das kann man zum Beispiel nehmen. Also ich spreche jetzt von den Sachen, die wir jetzt nehmen, damit unser Immunsystem gestärkt ist, oder? Es gibt dann Dinge, die wir auch nehmen können, wenn wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, oh, jetzt merke ich, jetzt mein Körper ist irgendwas am Arbeiten. Genau. Dann auf jeden Fall natürlich das Lysin, die Aminosäure, die wie so eine, der Anthony sagt immer so ein Smokescreen, das ist wie so ein Rauchabwehrding, wo die Viren einfach verlangsamt sind und die sich dann nicht mehr so vermehren können und verbreiten können. Ja. Genau. Was noch? Dann haben wir natürlich auch den Heavy Metal Detox Smoothie, oder wo dann Sachen auch drin sind wie Spirulina, was auch immunstärkend ist. Also das hat zum Beispiel auch natürliches Iodin, natürliches Jod drin, oder was auch wieder antiviral ist und antiseptisch ist. Also den auch nicht zu unterschätzen als Grundlage. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ich überlege gerade, ich glaube, das waren es. Das waren so die wichtigsten, wo ich mal sage, das kann man sich überlegen, ob man das so, vielleicht täglich alle 2 Tage einbauen kann. Und wenn man sagt, nee, das ist mir zu viel und das möchte ich nicht, dass man vielleicht einfach, was ich gerade schon gesagt hatte, eben mit den No-Foods eher schafft und sich vielleicht Zink und B12 und vielleicht noch Ester-C auch überlegt. Ja,
Genau. Brennnessel habe ich noch vergessen, sorry. Also Brennnessel ist auch Ja. noch super. Genau, als Tinktur, als Tee. Mhm. Genau. Und bei euch, was nehmt ihr so als? Ja, genau. Also unser Einstieg war wirklich Vitamin B12. Das hat bei mir schnell eingeleuchtet, dass es einfach keine Ausrede gibt dafür. Dann haben wir weitergemacht mit Zink und Vitamin C. Und beides hat bei mir auch Sinn ergeben, weil wir eben zinkarme Böden haben und Vitamin C. Die Früchte werden einfach so früh geerntet. Ja, wir haben einfach zu wenig davon. Und gerade jetzt dann in den Wintermonaten. Das heißt, das war so das. Was dann jetzt unterdessen dazugekommen ist, ist Magnesium. Und jetzt, wo ich eben diese Erkältung hatte, also ich hatte einen grippalen Infekt, es war nicht Corona, ich habe mich auch testen lassen, die Kiddies haben es mitgebracht und der Husten ging nicht weg und jetzt bin ich bei Lemon Balm, also Zitronenmelisse und Katzenkralle als Tinktur und das gebe ich den Kids jetzt auch, die Pipette davon. Meine Tochter hat eine HPU, also eine verminderte Stoffwechsel, also die Stoffwechselstörung und sie nimmt noch B6 und B3 zusätzlich und Vitamin D3 fangen wir jetzt wieder an ab Herbst. Genau. Ich sag immer das Sonnenvitamin. Das ist auch interessant, weil Anthony William hat eine Zeit lang, ich glaube, was anderes gesagt und jetzt hat die Firma, die er empfiehlt, dann doch das auf den Markt gebracht, wo er gesagt hat, ich glaube, da ist er jetzt doch nicht mehr so streng. Eine Zeit lang hat er gesagt, das ist eher leberschädigend. Weißt du da mehr? Nein, also er erwähnt es auch in seinen Büchern für verschiedene Symptome. Mhm. Aber was er einfach sagt, dass es nicht gut ist, wenn es über eine Hochdosierung geht. Das heißt, über die 5000, ich glaube, ab 6000 hat er das mal Mhm. erwähnt am Tag. Und er sagt halt, dass auch dieser, naja, also ich sage jetzt nur aus seiner Sicht, oder? Dass es wie überbewertet wird im Moment. Also, dass es nicht nur im Moment, schon auch Jahre vorher, dass es wie überbewertet ist, dass es nicht so wichtig ist, aber dass es schon auch gut ist, weil sonst würde er es nicht erwähnen. Oder er erwähnt es meistens in seinen Büchern 1.000, 2.000, nicht Milligramm MCG, was ist das? In der Dosierung. Mhm. Genau. Und er sagt halt, wenn wir in zu großen Teilen es nehmen, ist es schlecht für diesen Vorrat an Vitamin D, den wir in unserer Leber haben, dass die Leber in dem Moment es dann loslassen müsste. Genau, also er redet einfach von Hochdosis ab, Mhm. sozusagen. Wir Ja, nehmen es und aber übrigens auch. Also, sorry, ich genau. habe jetzt vorhin die Sachen, die ich aufgezählt habe, das waren jetzt nur die im Sinne von einer Immunstärkung, oder? Also schlussendlich ist natürlich alles Immunstärken, aber jetzt speziell für dieses Mhm. Thema. Genau. Genau, aber wir nehmen auch Vitamin D zwischen so Oktober und ja, so März, April. Genau, ja. Und ich denke auch immer, er lebt in Kalifornien. Also ich weiß, dass er die Bücher weltweit, aber also jemand, der ein Buch schreibt, kann ja auch nicht auf jede einzelne Sache gehen. Es ist ja dann doch einfach ein Durchschnitt. Und sonst müsste er 500 Jahre alt werden und ganz viele Schauen wir mal. Das Unterschriften. werden wir Genau, wahrscheinlich schauen nicht wir mehr mal. mitbekommen. Genau, also der Alterungsprozess, der hält ja eh an. Bei dieser Ernährung habe ich mir jetzt schon oft sagen lassen. Genau, also mal Dann schauen. warten wir jetzt mal ein paar Jahre ab. Priscilla, dann schauen wir mal, gell? Ja, ja, ist gut. Also die Ich sehe, weißen Haare kommen trotzdem. ja, bei mir auch. Die Verhalten auch, Halleluja. Schauen wir mal. Aber man weiß, das Sache ist, man weiß ja immer nie, wie es andersrum gewesen wäre. Ne? Das kann man immer ja schlecht sagen, finde ich, weil es zeigt mir ja keiner, wie ich sonst ausgesehen hätte, also wenn ich beim Alten gelassen bin. Aber ich kann, ganz ehrlich gesagt, vor 5 Jahren, glaube ich, wäre das nicht so toll gewesen. Also in Mhm. weiteren 5 Jahren insofern. Ja, ja. Ja, vielleicht kann man da noch schnell hinzusagen, weil es ja oft in der alternativen Medizin gesagt wird, okay, wir brauchen Vitamin K, um Vitamin D3 auch aufzunehmen. Und da hat er vor kurzem in einem Live erwähnt, dass das zum einen nicht so ist, dass das nicht stimmt von seiner Seite und dass Vitamin K er auch eher abrät, denn in Zukunft wird es vermehrt ja, Blutklots, also wie Thrombosen geben oder ja, Blutklots, Thrombosen, sagt man dazu. Also wenn Thrombosen, die ja, sagt man auf Thrombosen Deutsch. Ja. geben, genau, und Vitamin K kann dem auch noch sozusagen das noch unterstützen. Genau, Mhm. also er rät davon eher ab. Okay.
Genau. Ja, mega spannend. Was fällt uns noch ein? War es das? Ist das unsere Ausrüstung? Nein, nein. Es gibt Nee. noch ganz wichtige Sachen. Zum Beispiel mein täglicher Waldspaziergang. Der ist auch so wichtig für das Immunsystem und das Nervensystem. Das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade in den Monaten, wo es so dunkel wird, bei uns ist auch ganz viel Nebel. Also es kann dann schon sein, dass bei uns so 3 Wochen Nebel ist und wir die Sonne nicht sehen. Manchmal sogar länger. Dass man irgendwo mit der Gondel hochfährt in die Sonne raus und versucht viel zu lachen. Also Lachen und Natur. Mega wichtige Medizin. Total. Und auch, oder auch den Stress, glaube ich, kann man auch nicht unterschätzen. Dass man auch, ja, so, also Stress reduziert das Immunsystem, das wissen wir auch. Uns nicht stressen lassen. Also klar, ich glaube, dieser Planet, oder wie wir leben, wir kommen immer wieder an den Punkt, wenn wir Mama sind, keine Ahnung, wo wir in eine stressige Situation kommen, aber dass man ja vielleicht auch erkennt und auch mal alle, sage ich mal, die 5 Grade sein lässt und versucht so ein bisschen, genau, nicht so gestresst zu werden. Aber ich finde, der Wald hilft da eben auch ganz gut. Das mache ich nämlich auch. Das ist so ein wichtiger Punkt, Daniela, den du noch ansprichst mit dem Stress, weil das ja schon eine stressige Zeit ist. Also ich glaube, es war ja noch nie so, dass so viel über Krankheit und Viren und was auch immer gesprochen wurde und das halt auch immer mit so einer hochgefährlichen, toxischen Intention kommt das Ganze, was natürlich jedes Mal Stress auslöst. Und ich denke, dass auch Dinge sein dürfen. Also jetzt, als die Kinder wieder eine Grippe nach Hause gebracht haben und letzte Woche hatten die schon wieder eine Erkältung, einfach auch, dass es sein darf. Das darf sein. Ich habe meine Mittel, ich gebe ihnen diese, dann kriegen sie wieder eine Pipette Katzenkralle und was weiß ich. Und dass man auch einfach mal krank und verschnupft zu Hause sein darf und dass es in Ordnung ist, dass das Immunsystem nämlich auch dadurch trainiert. Und wir müssen all unsere Organe trainieren, auch unser Gehirn muss trainieren, also auch unser Immunsystem. Und es ist heutzutage schon fast schlecht, wenn jemand krank ist oder erkältet, aber eigentlich ist es auch ein gutes Training und es ist wichtig. Es ist wichtig, dass unsere Kinder sich mal Dinge auflesen und dass der Körper lernt, das zu überwinden. Also auch da irgendwie diese Aussage, es darf sein und es ist in Ordnung und es ist alles nicht ganz so tragisch. Ja, ja, einfach, das will ich mal rauslassen. Ja, das hast du schön gesagt. Das ist so und es gehört auch zum Leben dazu. Erkältung oder es gehört auch zum Leben mal dazu. Wir haben das Immunsystem und das Schöne ist, wir wissen, wie wir das unterstützen können und dann brauchen wir auch keine Angst davor haben. So sehe ich das. Ja. Genau. Auch wenn wir es nicht wollen, ist schon klar, oder? Keiner möchte krank sein. Das ist schon, aber es passiert manchmal. Ja, ja, und es fühlt sich natürlich auch nicht toll an, krank zu sein. Und auch wie ich es in meinem Impfvideo gesagt habe, natürlich macht man sich Gedanken um Corona und all die Sachen. Aber ich denke, dass wenn wir eben auf die Ernährung schauen, dass wir nicht so viel Fett im Blut haben, wenn wir unser Stresslevel gut managen können, sodass wir eigentlich grundentspannt sind und sagen, ich lebe grundsätzlich das Leben, was mir gut tut und ich umgebe mich mit liebenden Menschen und ich fühle mich geliebt, ich kann ab und zu lachen, ich kann raus in die Natur, ich kann mich umsorgen mit meiner Ernährung, mit Ergänzungsmitteln, dann ist da schon so viel Liebe da und Geborgenheit und das, ja, es hat so, so viel Kraft. Total, absolut. Ja, und auch das Vertrauen oder das Vertrauen in den eigenen Körper, auch was du gerade gesagt hast. Ja, und auch das Vertrauen in das Leben, weil das viele verlieren das im Moment so ein bisschen, haben so das Gefühl, ich muss beschützt werden. Aber ja, wir sind mit Eigenverantwortung auf diese Welt gekommen. Vielleicht nicht als Babys, oder? Aber wir können diese Eigenverantwortung auch zu uns nehmen und wir können uns schützen und alles ist da. Alles, was wir brauchen, ist da. Ja. So schön. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht hat noch Sachen, aber das wissen ja alle. Ja, wir können uns natürlich auch schützen mit Masken und solchen Sachen. Das würden sie Hände waschen, aber ich glaube, das ist klar oder das müssen wir wahrscheinlich nicht sagen. Genau. Also ich weiß, im Moment gibt es oder viele Diskussionen mit
Masken, sind sie freiheitseinschränkend, ja, sind sie eigentlich, wie soll ich sagen, etwas nicht Gutes für uns. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wenn wir in einen Supermarkt gehen oder, keine Ahnung, in einem Riesenraum von Leuten sind, dass sie schon schützend sind. Also, dass es nicht einfach nur einschränkend ist, sondern das ist, also ich sehe das so für mich. Es schützt mich auch. Und das, genau, das nicht nur von der negativen Seite zu sehen. Ja, ich denke auch gerade eben, wo man gesundheitlich steht, und wie man mit der Situation umgeht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand ein mega geniales Immunsystem hat und vor Selbstbewusstsein strotzt, dann macht das dieser Person vielleicht weniger als jemand mit auch einer Vorgeschichte, wie wir sie haben. Das ist einfach ein großer Unterschied. Wo will man was auflesen und wie sich schützen? Definitiv. Ich glaube, da hat Anthony William auch mal irgendwas gesagt, eben, dass er zum Beispiel im Flugzeug immer mit Maske geflogen ist, weil ja diese Luft die ganze Zeit zirkuliert. Und das war bei mir dann auch ein Gedanken. Ja, stimmt. Ich war jedes Mal nach einem Flug irgendwie mega erkältet oder krank. Und das ist ja einfach irgendwie klar, weil man da alles einatmet, also gerade mit meiner Geschichte. Und mein Mann zum Beispiel, dem hat das natürlich nichts ausgemacht. Der stärkt sein Immunsystem damit oder keine Ahnung was. Also auch da wieder total individuell zu schauen, was uns schützt. Ja. Genau, sehe ich auch, genau. Sich nicht verrückt machen zu lassen, auch in der Welt gerade heutzutage, und einfach die guten Sachen reinbringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Genau. Und die Sachen sind ja auch, das Coole ist, die ganzen Sachen sind ja auch so cool, weil Obst und Gemüse und die ganzen Tees, das schmeckt ja auch so unwahrscheinlich gut. Das ist ja nicht, was man sagt, oh, jetzt muss ich das, sondern eigentlich ist das alles gut. Ja. Ja, und gerade so einen warmen Tee in der Hand zu halten, das ist so eine schöne Selbstfürsorge. Gerade wenn es draußen wieder so neblig ist und einfach so sich Wärme zu flößen, das ist auch so wichtig und man fühlt sich in dem Moment geliebt und all diese Gefühle, diese positiven sind so wichtig für die richtige Hormonausschüttung. Ja, genau. Denn Adrenalin ist unser Feind Nummer 1, wie wir wissen. Wollen wir also nicht in der Angst sein. Nee. Genau. Ja. Es hat übrigens auch noch auf meinem Kanal vor, was waren das, ein paar Tagen habe ich ein Video gemacht gehabt, speziell für Kinder, für Supplemente, was ich jetzt meinen Kindern gebe, wenn jemand gerade das interessiert. Genau. Könnt ihr auch da reinschauen. Ja, für die, die bei YouTube jetzt schauen, das ist Healthy Ever After. Healthily. Bitte? Healthily. Healthily Ever After. Dani. Auf Instagram. Genau, da hat sie ein Video hochgeladen. Genau. Ja, meine Lieben. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart und zugehört habt. Mega toll. Auch eure Impulse, die ihr unten geschrieben habt. Ja, Daniela, dann würde ich sagen, starten wir in die neue Wintersaison. Prost! Hoch die Tassen! Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Gesundheit und Krankheit darf auch sein. Es ist in Ordnung. Dann einfach sehr in die Selbstfürsorge gehen. Man darf krank sein, sich rausnehmen aus allem, was man macht und noch mehr in die Selbstfürsorge rein. Und ja, alles Liebe. Und wissen, dass alles das, was wir brauchen, da ist. Genau. Ja, das ist das Wichtigste. Alles ist da, alles können wir nachschauen, wir können uns versorgen. Alles gut. Genau. Also, ja, vielen Dank fürs Organisieren, liebe Priscilla. Mega cool, war ein mega guter Zeitpunkt jetzt. Sehr schön. Ja, voll gern. Genau, die YouTube-Seite, die heißt auch Chronisch Ehrlich. Genau. Also, meine Lieben, ciao, ciao. Tschüss. Wir sehen uns bald Ciao. wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss.